Der Sponsor der heutigen Sendung ist Necton. Gibt es seit über 40 Jahren. Ich selber benutze und vertreibe Necton seit über 30 Jahren. Also ein absoluter Klassiker, der Vitaminspezialist für eure Reptilien und Heimtiere. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute eine Boa Constrictor Albino, also so eine Terrarienboa, ne? Als Albino. Passt eigentlich ganz gut zu unserem Thema heute. A New Star is Born. Das hier ist kein neuer Stern, das ist ein alter Stern, beziehungsweise vor rund 20 Jahren, wo die Albino-Boas jetzt sage ich bald mal herauskamen, beziehungsweise für die breite Masse der Terrarianer verfügbar waren. Da waren die natürlich der Star zumindest am Riesenschlangenhimmel. Nach wie vor aber wirklich ein hübsches Tier. Mir gefallen die wirklich gut als Albino. Das Rot, das Orange kommt toll raus. Boa selber, Boa Constrictor, ist natürlich auch ein wunderschönes Tier und als Albino meiner Meinung nach besonders schön und deswegen ist die heute mein Intro-Tierchen geworden. Wir Königspython-Züchter haben natürlich immer den Wunsch nach was Neuem und die Frage ist immer, gibt es noch was Neues? Kann es überhaupt noch was Neues geben? Ja, es gibt was Neues. Das ist Thema unserer heutigen Folge. A New Star is Born. Ich mache es mal ganz spannend. Hier drin ist der neue Star am Königspython-Himmel. Ein Tier aus Afrika, also das ist keine Combo oder irgendwas, das ist eine neue, theoretisch Single Morph. Darüber geht unsere Sendung heute. Da wollen wir uns ein wenig überlegen, was man daraus macht, wie man es macht. Ich werde euch sagen, wo das Tier herkam und so weiter, euch ein wenig Background-Wissen geben. Das erste Mal, dass wir das Tier filmen. Wir hatten es schon mal auf Instagram ein paar Fotos gezeigt und auf Facebook glaube ich auch. Aber hier auf YouTube per Film heute das erste Mal, dass ihr diesen wunderhübschen neuen Königspython zu sehen bekommt. Frühjahr 2020 habe ich eine WhatsApp-Nachricht aus Afrika bekommen. Das war dann gerade die Schlupfzeit. Dieses Jahr durfte oder konnte ich nicht, Corona-bedingt konnte man nicht nach Afrika reisen. Ich hatte Flug, alles gebucht, wie jedes Jahr eigentlich, aber man konnte nicht hinreisen. Corona-bedingt waren die Flüge abgesagt, deswegen saß ich in Deutschland. Aber dann habe ich diese super WhatsApp-Nachricht bekommen mit diesen Bildern, die wir euch jetzt hier einblenden. Auch einen kurzen Film dazu habe ich bekommen. Und da hieß es, wir haben ein sensationelles Tier in Afrika, ist dort geschlüpft. Das war nicht immer auf einer großen Farm, das war so ein kleinerer Züchter mehr oder weniger. Es gibt in Afrika so ein paar Trapper, die haben im Jahr vielleicht 50, 100 Eier. Die schlüpfen dann oder die lassen dann die 100 Eier ausschlüpfen, verkaufen die dann an einen größeren Exporteur. Und bei einem dieser kleinen Trapper ist dieses Tier geschlüpft, wurde mir angeboten zum Kauf. Das ist dann auch eine ganz schön lange Schacherei über den Preis. Also am Ende ist es ist ein fünfstelliger Betrag. Angefangen hat es mit einem mittleren fünfstelligen Betrag. Dann geht es ein bisschen hin und her und am Schluss konnte ich das, also es war immer noch ein deutlicher fünfstelliger Betrag. Also letztendlich habe ich so ein Kleinwagen bis Mittelklassewagen dafür ausgegeben, aber konnte das Tier in Afrika kaufen. Und der kam dann, letztendlich ging es ungefähr 4 Wochen, bis er bei uns in Deutschland war. Und dann kam das Tier an, auch wirklich in einem super Zustand, war ich wirklich happy. Und jetzt ist er da. Und jetzt möchte ich mit euch mehr oder weniger besprechen, wie es damit weitergehen kann. Das Ganze jetzt, lasst mich rechnen, 4 Monate später. So sieht das Tier mittlerweile aus, frisst super, wächst super. Jeder, der sich mit Pythons auskennt, denke ich, wird den gleichen Eindruck haben wie ich, dass es dem Tier wirklich
gut geht. Der macht sich wirklich toll und so sieht er mittlerweile aus, ne? Wenn er die Bilder vom Anfang vergleicht. Er hat sich ein bisschen verändert, die Farben sind vielleicht noch gleich ein wenig intensiver, aber im Großen und Ganzen sieht er noch so aus, wie er damals aussah. Die Frage, die man sich jetzt stellt, ist natürlich, was ist das? Ne? Ich hatte schon im Freundeskreis als mal Fotos rumgezeigt. Manche sagen dann, ja, das ist bestimmt eine Combo, da steckt Piebald drin, ne? Piebald wegen dem Weiß natürlich, mit irgendwas anderem, mit Fire, oder es gibt in USA gibt es irgendwas, da Steve Russis hat, glaube ich, irgendwas mit Flake oder sowas. Müsste ich selber mal wieder in mein Buch reingucken, das auch so ähnlich ist. Aber das sind alles Kombos. Dieses Tier ist so in Afrika aus dem Ei geschlüpft. Das Weibchen war ein in der Natur, also das Ganze ist ja Ranching in Afrika, ne? Also ist das Weibchen ein wildfarbenes Weibchen, wo die Eier abgelegt hat. Wirklich definitiv eine Kombo können wir da ausschließen, weil in Afrika niemand in der Lage ist, irgendwelche, oder in der Lage vielleicht schon, aber niemand tut dort irgendwelche Kombos züchten. Er ist ja gar nicht der Trapper-Farmer, von dem dieses Tier herkam. Und dass die Natur eine Kombo zustande bringt, ne, mit Piebald drin, Piebald, wo rezessiv ist, ne, also da hätten wir Headpied mit Headpied verpaaren müssen und dann noch irgendwas anderes mit drin, was diese Farben rausbringt. Meiner Meinung nach können wir das völlig ausschließen. Ja. Also gehe ich davon aus, dass es sich um eine Single Morph handelt. Ich spreche jetzt die ganze Zeit von Morph. Wir können nicht, also Morph ist ja eigentlich erst, wenn es genetisch ist, denke ich, der Begriff Morph ist erst richtig für ein erblich genetisch bedingte Variante, aber ich gebrauche jetzt trotzdem einfach als immer den Ausdruck Morph. Was könnte es sein? Für mich das einzig Bekannte, was es gibt, was so ähnlich aussieht, ist hier unten der Kente Ball. Kente ist sind zwei Tiere, die es in Afrika gibt. Sind da im Besitz von Noah in Afrika. Am Anfang hat er gedacht, es wäre ein Pärchen, hat die immer probiert, es miteinander zu verpaaren. Irgendwann hat sich herausgestellt, dass es, ich glaube am Schluss waren es zwei Weibchen, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen haben auch die Paarungsversuche nie geklappt über zig Jahre. Und ich glaube, up to date bis heute ist nie geglückt, diesen Kente zu vermehren, weil die Weibchen dann nach, was weiß ich, 5, 6, 7 Jahren versuchte Bepaaren, auch als Weibchen dann nicht mehr paarungswillig waren oder sowas. Ne? Beziehungsweise ich muss sagen, ich habe jetzt auch 2 Jahre mit Noah keinen Kontakt mehr gehabt. Wäre mal interessant, up to date zu wissen, was mit dem Kente passiert ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr euch meinen Königspüder und den Kente anschaut, muss man sagen, ist definitiv eine Ähnlichkeit zu erkennen. Könnt ihr gerne mal eure Kommentare drunter posten. Habt ihr den Eindruck, es ist ein Kente, beziehungsweise ich habe auch noch größere Bilder von den Kente Balls, kann ich versuchen auch mal hier zu posten oder reinzustellen, beziehungsweise wir können sie hier in der Kamera bestimmt einblenden, werden wir machen. So sieht also der Kente aus und so sieht meiner aus. Was denkt ihr? Ist das Gleiche? Ist es was anderes? Würde mich wirklich interessieren. Daran schließt sich auch die Frage des Namens an. Wie nenne ich mein Tier? Ja, ist es was Neues? Dann brauche ich einen neuen Namen. Ist es Kente, dann müsste ich ihn auch Kente nennen und müsste versuchen, damit zu züchten. Das unabhängig davon probiere ich natürlich damit zu züchten, aber dann wäre das ein neues Kente-Projekt. Das ist hier die Frage. Im Moment tue ich mich schwer, den Kente zu nennen. Die Afrikaner, als sie ihn mir geschickt haben, haben sie auf die Box oder auf den Beutel, wo er drin war, haben sie VIP drauf geschrieben. Und meine Mitarbeiter haben, als sie den umgesetzt haben, das so übernommen, auf die Box VIP geschrieben. Und deswegen ist das Tier, seit er bei uns ist, der VIP-Ball. Ne? Also das ist so unser
wie sagt man, in der Filmwelt oder sonst wo spricht man doch immer vom, Flo, du weißt es, wie ist der Name, wenn noch kein richtiger Name feststeht. Arbeitstitel, genau, der Arbeitstitel, der VIP-Ball. Gerne auch eure Meinung dazu. Wie würdet ihr das Tier nennen? Würdet ihr ihn Kente nennen? Würdet ihr ihn anders nennen? Wenn anders ist VIP-Ball gut oder einen ganz anderen Namen, dürft ihr gerne mal euer Brainstorming unten loslassen. Welcher Name euch gefällt, bin ich auch mal gespannt drauf. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie mache ich weiter in meinem Projekt? Spricht man immer so schön von Projekt bei der Schlangenzucht. Bisschen dummerweise ist das ein Weibchen. Wieso dummerweise, wird der eine oder andere sich fragen. Wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, wäre es ein Männchen, könnte ich ihn zum einen früher verpaaren. Ne? Ein Männchen ist mit 700, 800 Gramm oder 600, 700, 800 Gramm ist ein Männchen geschlechtsreif. Das heißt, so nach ungefähr einem Jahr. Ein Weibchen braucht in der Regel ein Jahr länger. Ne? Also das ist schon mal der Nachteil Nummer 1, wenn es ein Weibchen ist, dass ich ein Jahr länger warten muss mit der Zucht. Das heißt, jetzt haben wir 2020. Ich denke, frühestens Ende 2021, also jetzt in gut einem Jahr, 1,5 Jahr, werde ich das Tier zur Zucht verwenden können. Ja, dann ist so runde 2 Jahre alt. Das ist das Alter, wo man mit Königspütern Weibchen, wenn man Glück hat, wenn es gut frisst, züchten kann. Nachteil Nummer 1, wenn es ein Männchen wäre, könnte ich nicht nur früher züchten, ich könnte auch mehr Weibchen verpaaren. Ne? Wenn ich mit einem Mann kann ich 3, 4, 5 Weibchen verpaaren. Da könnte ich verschiedene durchprobieren, hätte im Idealfall 3, 4, 5 Gelege, alle mit dieser Genetik drin. Das wäre natürlich auch eine ganz tolle Sache. Ja. Leider nein, es ist ein Weibchen, aber nichtsdestotrotz, oder das macht es mindestens genauso spannend. Jetzt kann ich mir überlegen, bis Ende nächsten Jahres, mit welchem Männchen ich dieses Weibchen verpaaren würde. Die Verpaarung selber oder das erste Gelege ist natürlich spannend wegen der Genetik. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es sich dominant oder kodominant vererbt. Ne? Dominant, kodominant würde heißen, dass die Hälfte der Babys ebenfalls diese Farbe trägt, wie wir es von Pastell, von Spider, von Mojave zum Beispiel kennen. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Dazu ist oder erinnert es mich vielleicht auch zu arg an Piebald, als dass es also eine kodominante Farbvariante, die so auffallend ist, nicht als Superform oder sowas. Ich wüsste keine, deswegen ist es für mich wirklich sehr schwer vorstellbar. Meine Tendenz liegt eher darin, dass es sich rezessiv vererbt. Wie gesagt, Thema Piebald, dass es in die Richtung geht. Das wird sich anhand des ersten Geleges rausstellen. Die Frage, wie gesagt, welches Männchen nehme ich? Nehme ich einen Klassikmann, dann sehe ich bei den Babys direkt dann wird es nicht mit irgendwas anderem überschattet, überlagert sozusagen. Glaube ich, ist aber Blödsinn, ein Klassikmännchen zu nehmen. Ich tendiere dazu, irgendwas Rezessives als Männchen zu nehmen. Vielleicht einen Piebald zum Prüfen, ob vielleicht doch was Piebald-ähnliches drinsteckt. Das wäre eine Idee. Die Nachzuchten wären dann, wenn Wildfarbe, dann wären sie ja Doppel-Hetero, Piebald, VIP oder Kente, wie immer man nennen wollen, wäre eine Idee. Oder nämlich was ganz Ausgefallenes, zum Beispiel ein Sunset-Männchen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich früher oder später diese Morph als Sunset noch hätte, ne, dass diese Farben durch den Sunset sich nochmal verändern, wäre natürlich bestimmt auch eine interessante Sache. Also ich schwank momentan ein bisschen zwischen Piebald und Sunset als Männchen. Auch gerne euer Brainstorming dazu, mit was ihr verpaaren würdet. Ja, das ist so das, was mir im Moment vorschwebt. Wer das Ganze spannend findet oder spannend fand, wie immer am Schluss der Verweis auf gute Literatur. In dem Fall mein Königspython-Buch, Deutsch-Englisch. Wer sich dafür interessiert, gerne bestellen. Wer von mir noch irgendwie eine
Signatur rein haben will oder einen kurzen Spruch oder irgendwas, dürft ihr gerne dazu sagen, mache ich euch gern. Könnt ihr bei uns im Shop bestellen. Ja, bleibt mir treu und endlich mal wieder check my balls. Wenn euch Reptil TV gefällt oder wenn euch Reptil TV hilft, freue ich mich. Das ist meine Intention, deswegen mache ich diese kostenlose Filme. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr so lieb seid und im Gegenzug mich bzw. uns etwas unterstützt. Zum einen, wenn ihr Terraristik-Produkte braucht, freue ich mich, wenn ihr sie bei uns bei M&S Reptilien kauft. Abonniert bitte den Channel, das hilft uns auf jeden Fall weiter. Macht die Glocke an, dann tut es immer aufpoppen, wenn ein neuer Film kommt. Und dann haben wir euch noch ein zufälliges Video und das letzte Video, wenn ihr noch mehr von Reptil TV sehen wollt.